Hi zusammen, Pascal hier und heute lernen wir, wie wir den Governor korrekt einstellen bei Elektrohubschrauber und Nitrohubschrauber für das Rotorflight. For my English-speaking viewers, don't worry and don't leave. I have subtitles prepared for this video. You can enable them in the video player. Die meistgestellten Fragen sind definitiv über Nitromethanol und Rotorflight, deswegen kommt das am Anfang. Wenn ihr euch nur für Elektro interessiert, dann springt zum letzten Part des Videos, das ist deutlich einfacher und schneller erklärt. Bevor wir mit dem Einstellen beginnen, kurz ein Hinweis zu den verwendeten Versionen, die hier im Video zu sehen sind. Zum aktuellen Zeitpunkt verwende ich einen Vorausblick, einen sogenannten Snapshot auf die Version 4.6.0 mit dem Rotorflight Configurator 2.3. Das könnt ihr bei GitHub herunterladen und dort ist nämlich das gesamte Handling vom Governor nochmal deutlich überarbeitet worden, weswegen die Einstellungen etwas anders aussehen als bei den Versionen 4.5 und älter. Beim Einstellen gibt es allerdings ein paar Tricks zu beachten und auch ein paar Erfahrungswerte, die ich euch jetzt mitgeben kann, damit ihr schneller zu einem sehr guten Ergebnis kommen könnt. Ihr fangt damit an, dass ihr erstmal den Hubschrauber ganz normal aufbaut, wie wenn ihr es für jedes Fly-by-Wire-System vorbereiten würdet und lasst einfach erstmal das Gasgestänge weg. Was braucht man alles, um einen Nitromethanol-Hubschrauber erfolgreich in Betrieb zu nehmen? Ich habe hier auf einen RPM-Sensor nicht verzichten wollen, deswegen ist von der Marke Kenissi ein RPM-Sensor verbaut mit 2 Magneten im Lüfterrad. Und weiterhin habe ich einen 15 mm Gasservo verbaut, der schnelle Stellkraft hat und auch schön leicht ist, um einfach Gewicht zu sparen, weil die Anforderungen für die Gasdrossel nicht so speziell sind. Was muss ich nun also einstellen, um diesen Gasservo korrekt in Betrieb zu nehmen und auch um die RPM-Telemetrie zu bekommen? Das schauen wir uns jetzt hier im Computer zusammen an. Die anderen Einstellungen rund um den Hubschrauber werde ich nicht beleuchten, dafür gibt es schon genug Tutorials im Internet. Wir beschränken uns jetzt hier wirklich nur auf den Motor und den Governor. Bei dem Motor ist es wichtig, für das Protokoll ein normales PWM einzustellen, also eine normale Pulsweitensteuerung für den Servo, hier mit einer Frequenz von 333 Hertz. Und jetzt kommen wir auch schon zu den wichtigsten Stellschrauben. Ihr seht hier insgesamt 3 Werte, die ihr einstellen könnt. Motor Off, Low Throttle und High Throttle. Diese 3 Einstellwerte gibt es, weil der Anwendungsfall für Nitro und Elektro ein bisschen unterschiedlich ist. Motor Off schaltet den Motor komplett aus, also beim Nitromethanol-Motor komplett geschlossen, beim Elektromotor auch komplett aus und keine erhöhte Grenze für beispielsweise einen Autorotations-Bailout. Ihr könnt den Gasservo nicht so wie eure Taumelscheiben-Servos oder den Heckservo umpolen. Dafür müssen hier einfach dann für Low Throttle und High Throttle die richtigen Pulsweiten eingegeben werden. Da muss man ein bisschen experimentieren. Wichtig ist natürlich, dass ihr möglichst den gesamten Verstellbereich des Servos nutzt und auch die maximale Kraft von dem Servo zu nutzen, also möglichst weit innen einhängen und auch einen Bereich haben, der möglichst nah an 1000 bis 2000 Mikrosekunden kommt. Ich habe jetzt hier ermittelt, indem ich das Gestänge abgelassen habe und das Gestänge angehalten habe, bis wirklich mein Vergaser geschlossen ist und wieder geöffnet, dass mein niedrigstes Gas bei 1220 Mikrosekunden ist und mein Vollgas bei 1930 Mikrosekunden. Sollte euer Servo hier in diesem Fall dann falsch rumlaufen, müsst ihr einfach bei Low Throttle, also eurem Minimalgas, einen hohen Wert eingeben, beispielsweise von 2000 Mikrosekunden Pulsweite. Und für den Vollgaswert dann beispielsweise 1100 oder etwa 1200, wie bei mir in meinem Fall. So wird der Servo umgepolt. Low Throttle wird hier benutzt, um theoretisch auch das Standgas zu ermitteln. Da ich keine Erfahrungswerte hatte, wo mein Standgas ist, habe ich den gleichen Wert genommen wie Motor aus, dass ich in jedem Fall mit meinem Sender auch mein Standgas bis auf Motor aus korrigieren kann und nicht zu hoch liege. High Throttle ist selbsterklärend. Einfach so weit einstellen, bis euer Vergaser wirklich komplett offen steht. ESC-Telemetrie brauchen wir hier natürlich nicht. Wir haben keinen ESC. Und jetzt kommt es zu weiteren interessanten Einstellungen. Wir verwenden einen RPM-Sensor. Dafür habe ich den RPM-Sensor von Kenissi ganz normal an den RPM-Port angeschlossen. Nichts Spezielles gemacht. Unser Hauptrotorgetriebeverhältnis, unser Heckrotorgetriebeverhältnis und jetzt was ganz Interessantes. Die Hauptmotorpolzahl ist jetzt in dem Fall nicht ganz der korrekte Begriff, weil wir die Magneten in unserem Lüfterrad eingebaut haben. Hier kann ich euch mitgeben, pro Magnet habt ihr 2 Pole, Nord und Süd. Das heißt, für einen Magneten gebt ihr hier 2 ein, für 2 Magneten gebt ihr hier 4 ein und erhaltet dann eine korrekte Drehzahl angezeigt.
Das ist auch schon das gesamte Geheimnis in der Motorseite. Wenn ihr jetzt hier mit dem Starter den Lüfter durchdreht, dann müsstet ihr auch schon eine Drehzahl angezeigt bekommen für den Motor. Die größte Änderung ergibt sich jetzt aber im nächsten Menü, und zwar den echten Governor-Einstellungen. Bei dem Governor haben wir jetzt hier einige neue interessante Einstellungen im Mischbetrieb zwischen Governor und kein Governor, Direktgas, Nitro- oder Elektroanwendungen. Das populärste wird definitiv die Nitro- und die Elektroanwendung sein. In unserem Fall wählen wir jetzt hier einen Nitro-Governor aus. Ihr habt jetzt hier noch ein paar Einstellwerte, die ich euch kurz erklären möchte, die nämlich extrem praktisch sind und bei vielen Flybarless-Systemen nicht vorkommen. Das erste ist das Autorotations-Timeout. Das Autorotations-Timeout ermöglicht innerhalb dieses Zeitfensters, dass ihr die Autorotation abbrechen könnt und mit einem verkürzten Hochlauf euren Motor wieder starten könnt. Wenn meine Autorotation jetzt hier in diesem Fall bei 15 Sekunden steht und meine Autorotation kürzer ist als 15 Sekunden, habe ich vom Zeitpunkt, um von Autorotation wieder auf Gas 1 zu schalten, 15 Sekunden Zeit, um einen schnelleren, sicheren Hochlauf zu haben. Dauert meine Autorotation länger als 15 Sekunden, wird sie als erfolgreich angesehen und ich habe dann wieder einen normalen, langen Sanftanlauf. Throttle Hold Timeout ist auch eine interessante Einstellung, die viele Stabi-Systeme nicht bieten. Das ermöglicht, dass wenn ihr aus Versehen im Flug euer Gas auf Throttle Hold, also auf Aus stellt, ihr auch innerhalb dieses Zeitfensters einen verkürzten Sanftanlauf bekommt. Ihr fliegt beispielsweise, kommt aus Versehen an euren Motorausschalter, hattet es aber gar nicht so gewollt und habt ihr innerhalb von diesem Zeitfenster, bei mir habe ich 2 Sekunden eingestellt, die Möglichkeit, den Heli wieder einzuschalten. In dem nächsten Abschnitt habt ihr die Möglichkeit, das Gashandling des Governors zu bestimmen. Dort gibt es nämlich Fälle, wo manche Betriebsmodi sinnvoller sind als andere. In unserem Fall habe ich mich für die Switch-Variante entschieden, denn dort ist es nämlich so, dass in den Gasbereichen unter dem aktiven Governor das Gas direkt gesteuert wird, ohne ein Feedback vom Drehzahlsignal, was wir für unser Standgasmanagement nämlich brauchen. Und wenn ich dann über eine sogenannte Handover-Schwelle komme, also eine Übergabeschwelle von Nicht-Governor-Betrieb auf Governor-Betrieb, dann der RPM-Sensor und der Governor den Betrieb übernimmt und mir eine stabilisierte Drehzahl anbietet. Das heißt, hier ist die richtige Einstellung für euren Nitro-Hubschrauber Switch. Und jetzt kommen wir zu den nächsten paar wichtigen Einstellwerten. Autogas, Standgas und den Handover Throttle. Da kann ich euch die Erfahrungswerte mitgeben. Das Standgas, das ihr einstellt, ist von eurem Rotorauspunkt der erste Punkt, zu dem der Gasservo fährt, wenn ihr in den Betrieb schaltet. Also wenn ein Gassignal anliegt, das größer ist als Motor aus. Der Wert für Idle Throttle darf nicht so hoch sein, weil das nämlich die niedrigste Schwelle ist, bei der ihr noch euren Motor regeln könnt. Alles unter diesem Wert geht dann sofort auf Throttle Hold, also Motor aus. Der nächste Einstellwert Auto Throttle lässt euch selbst wählen, wo ihr diesen Autorotations-Bailout-Bereich haben möchtet. Das heißt, euer Gas muss sich dann in diesem Bereich befinden und nicht darunter, um Autorotations-Bailout nutzen zu können. Bedeutet, wenn ich jetzt bei einem Nitromethanol-Hubschrauber das Autorotations-Bailout nutzen möchte, dann muss ich natürlich schauen, dass der Wert, der hier steht, ungefähr bei meinem Standgas liegt. Ich benutze das Feature nicht, deswegen ist der Wert bei mir sinnlos hoch eingestellt. Mein Standgas liegt nämlich immer so zwischen 11 und 18%. Der allerwichtigste Einstellwert kommt jetzt danach, und zwar ist das Handover Throttle. Das Handover Throttle legt den Schwellwert fest, ab dem euer nicht geregeltes Gas in ein Governor geregeltes Gas übergeht. Und hier kann ich euch den Tipp mitgeben, legt diese Schwelle so hoch, dass eure Kupplung vom Motor und von eurem Hauptrotor schon komplett eingekuppelt ist. Denn wenn eure Kupplung greift und der Governor schon aktiv ist, kämpft der Governor etwas gegen das Einkuppeln und es entsteht eine Schwingung. Ich weiß bei diesem Hubschrauber ziemlich genau, dass meine Kupplung zwischen 20 und 25% Gas greift und habe mit dieser Einstellung verhindern können, dass beim Anrampen meines Sanftanlaufes das Gas etwas schwingt. Als letztes haben wir hier einen Menüpunkt über die Motorrampen. Was ist das überhaupt? Motorrampen sind der Wechsel von Betriebsmodi wie Hochlaufen, Herunterlaufen des Motors oder Ausschalten, Drehzahlwechsel und auch der verkürzte Hochlauf in Autorotations-Bailout-Fällen. Das ist bei Rotorflight auch eine Besonderheit, dass ihr das alles hier so fein einstellen könnt. Ich persönlich finde das auch sehr geil, weil ich es mag, wenn die Drehzahlen beim Hubschrauber relativ schnell hin und her schalten.
Beim Nitromethanoler gibt es für dieses Menü allerdings etwas zu beachten. Und zwar ist die Hochlaufzeit die Zeit, die der Motor braucht, um von 0 bis 100% hochzufahren. Beim Elektroheli ist es so, dass ihr euren Elektromotor im besten Fall über 80 bis 90% betreibt auf Lastdrehzahl. Beim Nitromethanoler ist es etwas anders. Und zwar konnte ich über die Blackbox auslesen, dass wenn euer Motor im optimalen Betriebsbereich arbeitet, der Vergaser etwa nur 55% geöffnet ist und keine 80 oder 90, weil der Nitromethanolmotor viel mehr Headroom braucht, um die Drehzahl nachzuregeln. Bedeutet, euer Sanftanlauf findet in Wahrheit zwischen Standgas und diesen 55% statt, also realistisch gesprochen zwischen 15 und 55%, das sind 40 Prozentpunkte, und nicht wie beim Elektroheli zwischen 0 und 90. Jetzt habt ihr hier in der Einstellsoftware noch stehen, einmal die Hochlaufzeit in Sekunden, das ist der Wert rechts, das würden 17 Sekunden sein von 0 bis 100. Das entspricht 5,9% pro Sekunde, also 6% pro Sekunde. Bedeutet, dass euer Governor im Startfall in 6% Schritten pro Sekunde die Drehzahl erhöht. Ich habe deswegen für Nitro einen Hochlauf einstellen müssen von 17 Sekunden, damit ich ein schön weiches Hochlaufen zwischen meinem Standgas und meiner Lastdrehzahl hinbekommen habe. Wenn ihr hier nur 10, 11 Sekunden wie am E-Heli einstellt, ist der Hochlauf viel zu schnell, glaubt mir. Für das Herunterregeln habe ich 2 Sekunden eingestellt, dass mein Vergaser zügig zugeht, aber nicht abrupt. Die dritte Einstellung, die ihr hier wählen könnt, ist die Tracking Time. Das ist die Zeit, die der Hubschrauber braucht, um zwischen 2 verschiedenen Drehzahlzuständen zu wechseln. Der Wert ist für Nitro und Elektro tatsächlich relativ ähnlich, weil der Elektromotor mehr Drehmoment hat als der Nitromotor. Deswegen, wenn ich hier ungefähr einen Wert von 5 einstellt, habt ihr einen schön schnellen und auch deutlichen Drehzahlwechsel. Wenn ihr hier ungefähr 8 Sekunden einstellt, habt ihr einen schön weichen Wechsel zwischen Drehzahl 1 und 2. Die letzte Einstellung wäre unsere Recovery Time oder auch unsere Bailout-Zeit. Das wäre der verkürzte Hochlauf in einem Autorotations-Bailout-Fall. Hier habe ich jetzt beispielsweise noch vom Elektrohubschrauber 4 Sekunden drin stehen. Wäre jetzt für den Nitromethanoler auch nicht die richtige Einstellung. Ich habe den Wert bisher noch nicht benutzt. Hier würde ich einfach mal auch etwas weniger als die Hälfte einstellen, wie euren normalen Hochlauf. Also machen wir mal 8. Das hat sich jetzt alles vielleicht ein bisschen überwältigend angehört, aber in der Praxis, wenn ihr seht, was das macht und jetzt auch die Erklärung bekommen habt, merkt ihr, wie cool das eigentlich ist, dass man das alles so benutzerdefiniert einstellen kann. Das Wichtigste ist jetzt nun, dass ihr für euch einen guten Weg findet, das Handling vom Sender auf den tatsächlichen Start des Hubschraubers zu optimieren. Ich persönlich habe das bei mir so gemacht, ich habe bei meinem Sender immer den gleichen Schalter für das Arming, das ist ein 3-Stufen-Schalter, und einen für Autorotation und meine 3 Flugzustände. Bedeutet, wenn ich meinen Hubschrauber starte, nehme ich einen Schalter, um erst scharf zu schalten, denn erst nach dem Scharfschalten darf ich einen Gaswert ausgeben, der größer ist als mein Motor aus. Das heißt, ich schalte scharf und danach gehe ich dann in der Regel, da habe ich diesen 2-Stufen-Schalter hier in Verwendung, von Autorotation auf Betrieb, also Drehzahlstufen 1, 2 und 3. Ich habe persönlich das Arming auf dem 3-Stufen-Schalter auf der rechten Seite des Senders, wie ihr es auch von anderen Sendesystemen kennt, und auf der linken Seite mein Drehzahlhandling. Das wäre dann der 2-Stufen-Schalter für Autorotation und der 3-Stufen-Schalter für 3 verschiedene Bänke bzw. Drehzahlzustände. Ich mache das beim Nitromethanoler dann so: Ich schalte meinen 3-Stufen-Schalter vom Disarmed, Motor aus, auf Armed. Armed, Engine off. Ich schalte danach noch eine Stufe weiter und das ist dann meine Leerlaufposition bzw. auch meine Autorotation. Engine start. Ich bin das vorher mit der Radiomaster TX16 Mark II geflogen. Ich habe jetzt hier die Radiomaster TX16 Mark III und habe auch dann dafür die LED-Ringe verwendet, um mir einen scharfen Betriebszustand durch eine rote LED anzeigen zu lassen. Ich stecke kurz mal den Hubschrauber ein, damit ihr sehen könnt, was am Gasservo passiert. Dafür müssen wir jetzt noch kurz die Verbindung zum Computer trennen, weil ich sonst nicht scharf schalten kann. Jetzt schalte ich auf scharf. Armed, Engine off. Und jetzt filme ich mal kurz mit dem Smartphone den Gasservo, dass ihr das gut sehen könnt. Und wenn ich jetzt auf Autorotation schalte, fällt der Gasservo ein Stückchen auf meine Mindestgasposition von meinem Standgas. Wenn ich dann jetzt eine Drehzahl anlege, fährt der Servo weiter bis auf die Handover-Position. Da jetzt allerdings kein Signal kommt, bleibt er hier stehen, weil der Governor erwartet, dass der Motor sich eigentlich dreht, aber kein Drehzahlsignal kommt, deswegen geht es nicht weiter.
Auto rotation. Nochmal kurz das Handling auf dem Sender. Engine off. Disarmed. Entschärft. Armed. Scharf, Motor aus. Engine start. Jetzt seht ihr hier für Motor starten, dass die LED auf Rot sind, also der Hubschrauber ist scharf und auch mein Gas von minus 100 auf minus 72% im Sender gesprungen ist. Persönlich habe ich es so umgesetzt, dass ich meinen Motor dann hier über den Trimmer einstellen kann. Receiver still connected. Trim center. Meine Trimmitte ist genau dort, wo ich weiß, dass ich im Betrieb immer den besten Leerlauf habe. Und dann muss ich zum Einschalten einfach nur ein paar Trimklicks nach oben gehen oder nach unten und habe immer meinen optimalen Leerlauf. Ganz große Regelwege oder einen Leerlauf auf Stick brauche ich überhaupt gar nicht. Der OS 91 Speed, der läuft so gut an, dass ich da nie irgendwie groß mit dem Gas reißen muss, dass Sprit ankommt oder der Motor vernünftig läuft. Also bisher hat sich diese Methode für mich perfekt bewährt. Schalten wir den Hubschrauber noch mal kurz aus, damit ihr mich besser verstehen könnt. Denn an dieser Stelle noch ein ganz wichtiger Hinweis. Ihr dürft natürlich mit eurem Standgas nicht so hoch gehen, dass ihr über die Governor-Aktivierungsschwelle kommt, weil dann der Hubschrauber denkt, dass ihr schon in eine Betriebsdrehzahl gehen wollt. Das heißt, das Verschieben von eurem Standgas darf nie höher sein als euer Handover-Throttle, also als meine 28%, sonst komme ich schon in einen Betriebszustand, in dem der Governor regelt und mir plötzlich die Drehzahl auf den Hauptrotor gibt. Ich habe das Ganze so umgesetzt, dass ich auf meinem Gaskanal eine Kurve hinterlegt habe, die zeige ich euch einmal hier, die den Trimbereich von meinem niedrigsten Gaswert bis hier meinem optimalen Standgas und dann hier dem höchsten Gaswert, der aber noch immer niedriger ist als 28%. Ihr könnt hier sehen, 100%, 50%, hier sind 25%, dass ich mein Gas nie höher trimmen kann in diesem Betriebszustand als mein Handover-Throttle. Und dieser Verstellweg reicht vollkommen, um ohne Probleme meinen Motor starten zu können. Ich habe mich auch entschieden, dass ich euch die Senderdatei für den Nitro Heli zur Verfügung stellen werde, dass ihr etwas habt, an was ihr euch orientieren könnt, wie man am besten den Nitromethanoler einstellt. Und auch hieran könnt ihr dann ohne Probleme euch die Schalter so belegen, dass es euch persönlich am besten gefällt. Ich habe mich im Übrigen bewusst dagegen entschieden, dass auf dem Pitchknüppel in auch nur irgendeiner Flugphase das Gas mit drauf liegt. Das braucht man, finde ich, nicht. Ich bin damit jetzt schon seit über 15 Litern ohne Probleme sehr gut gefahren und kann nicht aus Versehen, wenn ich eine Autorotation fliege, das Gas mit auf dem Pitch haben und damit irgendeinen Unfug treiben. Das Handling ist jetzt hier für mich außer diesen weiteren Schritt mit der Startposition auf dem Arming-Schalter fast genauso wie ein Elektrohubschrauber und es macht so verdammt viel Spaß zu fliegen. An dieser Stelle noch kurz ein Wort zu den Regelwerteinstellungen für den Governor. Ich werde euch beispielsweise für meine 3D-Drehzahl mal meine Einstellwerte mitgeben. Dafür klicke ich hier auf Profile und befinde mich jetzt hier in meinem Profil 3. Das ist meine Drehzahl von 1950 für 3D-Flug. Ich werde euch die Governor-Settings für das Profil in der Videobeschreibung unten zum Hereinkopieren in die Kommandozeile zur Verfügung stellen. Und möchte euch aber noch kurz eine Sache erklären, die ganz wichtig ist. Und zwar habt ihr hier für den Governor-Betrieb neben eurer Lastdrehzahl von 1950 Umdrehungen auch noch eine Minimal- und maximale Gasöffnung. Die maximale Gasöffnung ist natürlich Vollgas für unseren Vergaser, aber die minimale Gasöffnung ist ganz wichtig dafür, wie euer Verbrennungsmotor im 3D-Flug funktioniert. Wenn ihr diesen Wert nämlich zu niedrig einstellt, beispielsweise 30% oder 28%, dann kommt euer Nitromotor schon so stark in die Teillast, dass wenn er beim Entlasten wieder Gas geben muss, es extrem lange dauert, bis er wieder Drehmoment hat. Deswegen stellt das Mindestgas so ein, dass ihr euren Verbrennungsmotor immer schützt, er also nicht eine zu hohe Drehzahl hat, aber auch nicht zu weit ausgeht. Also in diesem Fall macht mein Motor unter Last etwa eine Drehzahl von 16.000 Umdrehungen. Dann reicht es vollkommen aus, wenn ich dann in der entlasteten Phase den Motor zurücknehme auf vielleicht 10.000, 11.000, aber nicht ganz runter bis auf fast Standgas. Das wäre nicht sinnvoll und ihr erreicht so ein deutlich besseres und kräftiges Laufverhalten, ohne euren Nitromotor in kritische Drehzahlbereiche zu überdrehen. Außerdem gibt es in der Version 4.6 auch hier einen neuen Einstellwert, der heißt Throttle Fallback Drop. Bedeutet, wenn euer RPM-Sensor ein Problem hat oder irgendwie was an dem Gassignal für den Governor nicht funktioniert, nimmt er das Gas um diese Prozentzahl zurück, in meinem Fall 7%, um euch zu signalisieren, hey, hier stimmt was nicht, irgendwas ist mit dem Governor nicht in Ordnung, das Signal ist weg, lande am besten.
Die restlichen Einstellungen, die ich euch auch zur Verfügung gestellt habe, sind etwa doppelt so hoch wie beim Elektromotor, weil der Nitromethanoler natürlich viel weniger Kraft hat und viel schneller vorausschauend Gas geben muss, um sein Gas zu halten. Das ist vollkommen klar. Das war's zum Thema Nitromethanol-Setup. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie natürlich gerne in die Kommentare und wir schauen uns als nächstes den Elektrohubschrauber an. Kommen wir nun zum Thema externe Drehzahlregelung mit Rotor-Flight Governor für den Elektrohubschrauber. Warum mache ich das überhaupt? Ich habe damit den Vorteil, dass ich im Rotor-Flight eine feste Drehzahl einstellen kann, die auch exakt erreicht wird. Das heißt, ich habe zwischen meinen Akkus und zwischen meinen Flügen eine hohe Wiederholbarkeit vom Ergebnis. Und ich kann auch meine ganzen Hubschrauber, die elektrisch sind, mit einem einzigen Modellspeicher theoretisch fliegen, weil ich keine verschiedenen Prozentwerte mehr in meinem Sender stehen habe. Das Setup vom Hubschrauber und auch vom Sender ist mit externem Governor eigentlich sehr einfach. Die meiste Arbeit findet auch hier wieder im Rotor-Flight statt. Grundsätzlich, was brauche ich dafür, um einen externen Governor im Elektro-Heli nutzen zu können? Ich brauche einen Drehzahlregler, der einen speziellen Betriebsmodus hat, der externen Governor unterstützt. Und zwar muss der Drehzahlregler in diesem Modus einen Sanftanlauf bieten, der dann übergibt an den externen Governor, damit wir einen weichen, sanften Start haben. Und wir brauchen auch eine sehr schnelle Gasannahme mit einem ungefilterten Drehzahlsignal, damit der Governor vom Flybarless-System ganz schnell auf Änderungen reagieren kann. Soweit mir bekannt, können das eigentlich alle bekannten Marken von den größeren Drehzahlreglerherstellern. Ich habe jetzt hier bei meinem präferierten Setup von YGE einen Aureus 135 verbaut. Der Regler ist richtig leicht und steckt auch die Leistungen, die ich abrufe, ohne Probleme weg, auch im Sommer. Grundsätzlich baut ihr den Elektrohubschrauber auf, wie ihr es kennt. Ihr müsst allerdings von dem Drehzahlregler das extra dafür gemachte Kabel für den RPM-Ausgang in den RPM-Port von eurem Rotor-Flight Flybarless-System stecken. In meinem Fall ist das der RPM-Port vom Nexus und ich muss dafür das Kabel vom YGE auspinnen und extra in diesen Steckplatz stecken. Ich verbinde nun den Hubschrauber mit dem Computer und wir schauen uns an, was ich im Computer für externen Governor alles einstellen muss. Das erste, was natürlich aktiv sein muss, ist der Telemetrieaustausch zwischen eurem Flybarless-System und dem Drehzahlregler. Dafür klicken wir auf den Konfigurationstab und müssten eigentlich in den Standardeinstellungen schon für den Port, bei dem Telemetrie eingesteckt wird, ESC-Telemetrie stehen haben. Das ist bei mir der UART 1 und das ist bei dem Nexus-Stabi-System schon so vorgegeben, wenn man die richtige Firmware drauf flasht. Als nächstes schauen wir unsere Empfängereinstellwerte, denn hier können wir noch weitergeben, welche Telemetriewerte wir über unseren Empfänger an den Sender schicken wollen. Das wäre hier unter Telemetriesensoren, unter Batterie jeder einzelne Punkt. Unter Spannung brauche ich dann eigentlich nur die BEC-Spannung, weil die Akku-Pack-Spannung bekomme ich schon von dem ersten Menü. Unter Temperatur kann ich mir dann noch die ESC-Temperatur holen. Und unter RPM die Hauptrotor- und Heckrotor-Drehzahl. Um die Telemetrie in der Blackbox besser deuten zu können, habe ich außerdem auch noch die Flughöhe angehakt. Wir gehen weiter auf den Power-Tab. Hier stelle ich ein, wie die Telemetrie von meinem Drehzahlregler interpretiert werden soll. Da habe ich als allererstes meine Quelle für den Strom und die Spannung des Akkus. Da wähle ich dann ESC-Telemetrie aus und keinen separaten Spannungs- oder Stromsensor. Und dann persönlich, das sind meine Einstellungen, wie ich am besten damit klarkomme, eine maximale Zellspannung von 4,2 Volt bei einem normalen Lithium-Polymer-Akku, einer vollen Zellspannung von allem über 4,18 Volt, also da habe ich mir ein bisschen Toleranzen gelassen. Meine Warnung bei 3,75 Volt, wofür das relevant ist, das weiß ich gar nicht so genau. Und meine minimale Zellspannung von 3,7 Volt. Die minimale Zellspannung ist dafür wichtig, dass die errechnete Kapazität in Prozent ungefähr stimmt. Das heißt, wenn ich bei meinem Sender 0% angezeigt bekomme, ist meine Zelle auf 3,7 Volt. Gehen wir direkt weiter zum Motor. Und hier finden jetzt die Haupteinstellungen statt, die wir für den Elektrobetrieb alle tätigen müssen. Das wäre als Gasprotokoll ein PWM-Signal. Als Update-Frequenz habe ich die standardmäßigen 250 Hertz gelassen. Und jetzt für unsere PWM-Werte, die an den Drehzahlregler gesendet werden. Für Motor aus habe ich 1050, für Low Throttle 1100 und für Vollgas 2000.
Als ESC-Telemetrieprotokoll wähle ich dann hier OpenYGE aus. Das ist relativ neu im Jahr 2024 oder 2025 für den Open-Source-Betrieb dazugekommen. Und ihr müsst auch euren Drehzahlregler dann über den Computer auf das OpenYGE-Protokoll stellen, wenn ihr den Regler auch über euren Sender einstellen wollt. Für das Signalhandling gibt es jetzt noch 2 wichtige Haken zu setzen. Das wäre einmal Half-Duplex und einmal Pin-Swap. Half-Duplex bedeutet, dass euer Drehzahlregler das Signal nur über 3 Leitungen bekommt. Das ist Plus, Minus und Signal, und über die Signalleitungen können dann sowohl Daten gesendet als auch empfangen werden. Pin-Swap müsst ihr für den YGE auch einschalten. Das hat einfach was mit der Datenverarbeitung im Rotorflight zu tun. Sollte jetzt der Drehzahlregler abweichende Werte ausgeben, könnt ihr hier nachfolgend auch noch Spannung, Strom und den Verbrauch feinjustieren. Das war für keinen meiner YGE-Regler notwendig. Und ganz zum Schluss, ähnlich wie auch beim Nitromethanol-Hubschrauber, schaltet ihr jetzt hier noch die Verwendung von einem RPM-Sensor ein, gebt eure Haupt- und eure Heckübersetzung ein und auch die Motorpolzahl. In meinem Fall ist von Xnova ein 4525 Motor verbaut. Die ganze 45er-Reihe von Xnova hat 10 Pole, also gebe ich hier auch 10 Pole ein. Damit haben wir jetzt sichergestellt, dass das Rotorflight mit dem YGE in beide Richtungen kommunizieren kann und sowohl die Daten geschickt bekommen als auch lesen können. Zu guter Letzt beschäftigen wir uns mit der Governor-Seite. In der Governor-Seite wählen wir jetzt hier bei der Version 4.6 bzw. im Konfigurator 2.3 den Governor-Modus elektrisch aus, also Electric. Für die Autorotations-Timeout-Zeit 15 Sekunden, das ist Standard. Und für das Throttle-Hold-Timeout habe ich hier 2 Sekunden ausgewählt. Das Autorotations-Timeout sorgt dafür, dass ihr innerhalb von 15 Sekunden die Autorotation abbrechen könnt. Wenn die Autorotation länger dauert als 15 Sekunden, habt ihr automatisch, wenn ihr von Throttle-Hold auf Gas wieder schaltet, einen verlangsamten Hochlauf, wie ihr es normal vom ersten Start kennt. Das Throttle-Hold-Timeout ist eine ähnliche Funktion. Solltet ihr aus Versehen beim Fliegen auf Throttle-Hold kommen und euren Motor ausschalten, habt ihr innerhalb von dieser eingestellten Zeit noch die Möglichkeit, mit einem verkürzten Hochlauf den Heli schnell wieder anzuschalten. Weiter geht es mit dem Handling von dem Gassignal. Als Throttle Type habe ich Switch ausgewählt. Bedeutet, dass wir wieder beim Hochlaufen einen gewissen Teil haben, bei dem die Drehzahlregelung ohne Governor funktioniert und bei einer sogenannten Handover-Schwelle dann die Drehzahlregelung aktiv wird. Unser Standgas ist bei 0%, wir fliegen elektrisch. Dann haben wir hier noch das Autothrottle. Das Autothrottle ist hier dafür da, dass wir eine eigene Schwelle festlegen können, bei der wir ein Autorotations-Bailout-Feature nutzen können. Alles, was unter diesem Schwellwert liegt, würde niemals ein Bailout auslösen. Also wir haben immer einen langsamen Softstart. Alles, was leicht darüber liegt, würde automatisch zu einem Bailout führen, also einem verkürzten Hochlauf. Beispielsweise, wenn ich jetzt hier 15% einstelle und mein Motor-Aus-Kommando 0% ist und mein Leerlauf- bzw. Bailout-Kommando 20%, würde der Rotor sich zwar noch nicht drehen, aber wenn ich von diesen 20% wieder auf meine Lastdrehzahl von 100% Öffnung schalte, dann weiß der Drehzahlregler, er möchte einen verkürzten Hochlauf und ich erhalte einen viel schnelleren Sanftanlauf, als wenn ich das vom Boden vom ersten Starten aus mache. Dann habe ich hier noch das Handover Throttle. Das ist der Bereich, in dem die Gasregelung von keinem Governor-Betrieb in den Governor-Betrieb übergeht. Da habe ich bei mir 10% eingestellt. Der YGE-Drehzahlregler braucht in etwa 1 bis 2 Sekunden, bis sein eigener Sanftanlauf beendet ist. Danach übergibt er in den Betrieb von dem externen Governor. Zuletzt haben wir hier noch Einstellmöglichkeiten für verschiedene Motorrampen. Eine Motorrampe ist ein Wechsel vom Betriebsmodus von beispielsweise Motor aus auf Motor Start oder von unserem verkürzten Hochlauf, Drehzahl wechseln oder auch Ausschalten des Motors. Ich habe hier für den Hochlauf 12 Sekunden eingestellt. Das ist die Zeit, die es benötigt von 0 bis 100%. Und da wir auch beim externen Governor ein Signal von 100% ausgeben, nutzen wir hier die gesamte Signalweite. Spool-Down-Time ist das gleiche, nur rückwärts. Das heißt, wenn ich ausschalte, habe ich hier eine Verzögerung, in meinem Fall von 2 Sekunden, bis der Motor komplett ausschaltet. Man könnte hier auch bei Elektro ohne Probleme 0 eingeben. Die Tracking Time ist die Zeit, die es benötigt, um von einer Drehzahl in die nächste Drehzahl zu schalten. Da habe ich hier 7 Sekunden eingegeben, was in der Realität 14,3% Schritte pro Sekunde sind. Und damit habe ich in der Praxis einen recht weichen, aber souveränen Drehzahlwechsel. Wenn ihr das schneller haben wollt, könnt ihr die Zeit auch etwas kürzer einstellen. Zuletzt findet ihr jetzt hier noch die Recovery Time. Das ist die Bailout-Zeit. Das heißt, das ist die Zeit, die der Hubschrauber zum Hochlaufen benötigt, wenn ihr den verkürzten Hochlauf startet.
Hier habe ich 3 Sekunden stehen, das ist sehr kurz. Ich glaube, ich werde es erstmal mit 5 Sekunden probieren. 5 Sekunden ist immer noch recht kurz. Ich denke, das würde im Abrufffall schon reichen, dass man wieder volle Kontrolle über den Hubschrauber hat. Das waren schon die ganzen Einstellwerte, die ihr tätigen müsst, um von dem Prinzip her den externen Governor in Betrieb nehmen zu können. Jetzt geht es nur noch darum, eure Drehzahlen in einem Profil abzuspeichern, das heißt in euren verschiedenen Flugzuständen, und auch den Sender so vorzubereiten, dass die richtigen Gaswerte für Keinlauf, Leerlauf und Vollgas ausgegeben werden. Das zeige ich euch jetzt. Schauen wir uns also erstmal die Profilseite an, was ihr einstellen müsst, um eure Wunschdrehzahl auf dem Hauptrotorkopf zu bekommen. Dafür klicke ich jetzt hier im Konfigurator auf Profile. Jetzt habe ich hier beispielsweise mein Profil 3 offen, was ich benutze für Kunstflug. Das ist meine Drehzahl, die ich am meisten fliege. Und dort habe ich, wenn ich runterscrolle, dann habe ich hier bei den Governor Settings, dieses Feld seht ihr nur, wenn ihr den Governor auch aktiviert habt, Einstellwerte, die ich tätigen kann. Unter anderem meine Zieldrehzahl, das ist die Drehzahl bei 100% Gassignal, die ist hier limitiert auf 2222 Umdrehungen. Mein Minimalgas, also die Pulsweite, die minimal während der Regelung verwendet werden darf, das sind hier 30%. Und mein Maximalgas, das ist mein Vollgas bei 100%. Wir wollen natürlich den gesamten Bereich nutzen. Jetzt habe ich hier in dieser Version noch einen neuen Wert dazu bekommen. Das nennt sich Throttle Fallback Drop. Das bedeutet, dass wenn euer RPM-Signal beispielsweise ausfällt oder es irgendwelche Probleme mit dem Governor gibt, der Governor das Gas um den hier eingestellten Prozentwert reduziert, um euch zu signalisieren, irgendwas stimmt nicht. Beispielsweise wie wenn euer RPM-Kabel von dem Port herausrutscht. Dann würde jetzt hier in diesem Fall das Gas um 10% reduziert werden. Bei den PID-Einstellungen müsst ihr tatsächlich von den Standardwerten erstmal gar nicht abweichen. Die Präkompensation, auch der PID-Loop, ist sehr gut eingestellt. Es kommt dann eher dann darauf an, wie viel euer Hubschrauber wiegt, wie gut eure Batterien sind und auch wie kräftig euer Antrieb ist, ob ihr von den Standardeinstellungen abweichen müsst. Wie gehe ich jetzt also mit meinem Sender um die Governor-Funktion möglichst elegant zu nutzen? Das schauen wir uns jetzt im Sender an. In meinem Sender habe ich, wie erwähnt, nur einen einzigen Modellspeicher angelegt für Rotorflight. Das ist Rotorflight für 700er Hubschrauber, weil hier meine richtige Akkugröße hinterlegt ist. Und hier, wenn ich auf Modell klicke und dann auf den Mischer, seht ihr hier unten auf dem Kanal 6 nur einen einzigen Befehl für Gas aus und einen weiteren Befehl für Gasmaximum, also 100%. Das ist ganz einfach umzusetzen. Ich brauche überhaupt keine Kurven, keine komplizierten weiteren Funktionen, sondern einfach nur einen Befehl mit dem Input, also der Quelle Minimum, und einen Befehl mit der Quelle Maximum. Und hier kann man sich jetzt entweder einen Schalter drauflegen oder wie ich mit Flugphasen arbeiten, dass auch diese Flugphase auf der Unterseite des Senders angezeigt wird. Dafür schalte ich mal kurz auf meine Flugphasen rüber. Hier habe ich einen Betriebsmodus Off und einen Betriebsmodus, wenn mein Schalter Hold, das ist dieser hier, dieser 2-Stufen-Schalter, wenn der deaktiviert wird, bin ich im Betriebszustand On, also im laufenden Betrieb. Das heißt, mein Hubschrauber bekommt tatsächlich im Betrieb nur 2 Signale, Aus und An. Und der Drehzahlwechsel, der erfolgt vollständig nur durch das Umschalten der Profile, nicht durch das Umschalten von irgendwelchen Drehzahlen im Sender. Wenn ich jetzt beispielsweise noch ein Bailout-Feature nutzen möchte und hier noch einen weiteren Gaswert bräuchte, dann brauche ich auch keine komplizierte Kurve nutzen, sondern füge mir noch einfach einen Gaszustand hier hinzu, gehe in den hinein, drücke auf Editieren und kann dann die Gewichtung von der Quelle Minimum einfach ändern. Ihr seht hier Minimum mit dem Gewicht 100%, also volles Minimum, ergibt dann hier minus 100%, meine 1000 Mikrosekunden. Der Bereich ist hier minimalst verändert, dass hier auch wirklich 1000 steht. Im Normalzustand würden hier 900 irgendwas stehen. Und dann kann ich hier das Gewicht einfach reduzieren. Und dann seht ihr, dass hier ein höherer Wert ausgegeben wird. Würde ich jetzt beispielsweise 20% brauchen, drehe ich hier so lange, bis hier 1200 steht. Und 1200 sind 20% von 1000 bis 2000. Ich gehe aber hier wieder auf mein Minimum, sonst lässt sich mein Hubschrauber nicht scharf schalten. So. Und das ist auch alles, was ich hier einstellen muss. Meine Drehzahl wird perfekt erreicht, weil sie im Profil vorgegeben ist. Ich schalte nur zwischen meinen Drehzahlen über meine Bänke. Das ist der 3-Stufen-Schalter hier hin und her oder meine Profile. Und hier drüben habe ich wie im Nitro-Hubschrauber das Scharfschalten. Motor aus und in der obersten Position dann scharf.
Und dann wechselt mein Sender auf Rot, damit ich sehen kann, Achtung, der Hubschrauber könnte jetzt theoretisch loslaufen. Und wenn ich entschärfen möchte, schalte ich hier diesen Schalter einfach wieder zurück. So einfach funktioniert das. Um euch final dann noch die Einstellmöglichkeiten vom Drehzahlregler über den Sender zu zeigen, habe ich gerade noch mal einen Akku geholt, da ihr Strom auf den Regler geben müsst, damit die Kommunikation funktioniert. Jetzt könnt ihr hier schon im Sender sehen, dass die Temperatur erkannt wird, die derzeitige Akkuspannung, meine Kapazität noch vom letzten Flug, die habe ich so eingestellt, dass der Drehzahlregler die sich merkt, und ich habe noch 20% verbleibend in meinem Akku. Wenn ich jetzt auf System drücke und dann das neue Rotorflight Lua öffne, das ist das Touch Lua, was für die TX16 Mark III optimiert wurde, kann ich unter Einstellungen hier bei Display ESC Pages, das sind alle möglichen unterstützten Programmierseiten für Drehzahlregler, auf YGE klicken und dann auf Zeigen. Das habe ich schon gemacht. Ihr müsst da noch mit System speichern und kann jetzt auf den YGE klicken und sehe hier meine Seriennummer, meine Firmware, den Betriebsmodus. Hier muss ich dann selbstverständlich den externen Governor auswählen und nicht den normalen Heli Governor oder GovStore, also externe Governor. Ich könnte jetzt hier noch ohne Probleme meinen Motor umpolen, sollte der Motor falsch herumlaufen, ohne die Kabel tauschen zu müssen, meine BEC-Spannung einstellen und der Rest kann weitgehend Standard bleiben. Bei dem Regler kann man auch für den Hubschrauber ohne Probleme das Maximalstromlimit erhöhen auf 230 Ampere. Governor ist hier vollkommen egal, was hier bei P und I steht. Und noch was relativ wichtig ist, für eure RPM-Settings hier bitte nichts eintragen, sonst habt ihr eine doppelte Berechnung von eurer Drehzahl. Lasst das einfach auf den Standardwert von 1. Zuletzt noch hier, was ich erzählt habe, die Gaskalibrierung. Kein Gas ist bei 1050 mit einer Range von 950. Das heißt, ich komme in Summe auf 2000 für Vollgas. Jetzt drücke ich hier noch auf Speichern. Und jetzt ist die ganze Sache gespeichert. Und so einfach funktioniert das. Ihr müsst auf dem Platz jetzt keinen Governor mehr einlernen, nicht mehr Ewigkeiten bei euren Prozenten herumdrehen, bis eure Drehzahl passt, sondern einfach anschalten und fertig und ihr habt immer ein wiederholbares Ergebnis. Das waren alle Schritte, die ihr machen müsst, um euren Elektrohubschrauber mit einem externen Governor und Rotorflight zu nutzen. Das hat jetzt den riesigen Vorteil, dass ihr alle eure Modelle mit diesem einen Modellspeicher nutzen könnt und es egal ist, ob da unterschiedliche Motoren verbaut sind, da alles im Flybarless-System gespeichert wurde, euer Getriebe-Setup, eure Telemetrie, eure Drehzahl, ist das, was vom Sender kommt, ziemlich egal und zweitrangig, da alles im Rotorflight geregelt wird. Ich persönlich verwende das bei allen meinen Hubschraubern und bin damit auch extrem zufrieden. Wenn ihr Fragen zu diesem Video habt, dann stellt sie gerne unten in den Kommentaren. Lasst mir ansonsten gerne für meine Arbeit ein Abo da, damit ihr auch keine weiteren Videos mehr verpasst und wir sehen uns beim nächsten Mal.